kann hier im Moment einfach nicht weg. Du musst ohne mich nach Paris. Wieso denn? Es passiert im Moment einfach viel zu viel. Der Medienrummel, das Tanztraining, das ist wirklich wichtig. Das ist die Chance meines Lebens. Ich bin die Chance deines Lebens. Ich sorge dafür, dass Sebastian mich mit diesen Fotos erpresst. Wäre es nicht ein Jammer, wenn Ihre Enkel morgen in allen Zeitungen das hier sehen müssten? Sie können mich nicht erpressen. Er hat den Köder geschluckt. Du musst dich um alles kümmern, Sebastian. Besonders um Elisabeth, falls es schief geht. Natürlich. Ich habe nicht vor zu sterben, aber ich möchte alles organisiert wissen. Der Notar ist bestellt. Er wird dich als mein Nachfolger und alleinigen Geschäftsführer von Lanshan Enterprises bestätigen. Du bist der richtige Mann für die Aufgabe. Das hoffe ich. Ich weiß es. Er lässt ihn fallen wie eine heiße Kartoffel, sobald er von dieser Erpressung erfährt. Dass der Adel immer über den Anstand stolpern muss. Könnte Ihnen natürlich nicht passieren, was wohl darauf hindeutet, dass Sie noch angeheiratet sind. Und sie bei der Geburt vertauscht. Jedenfalls habe ich kein Problem mit Ludwigs Ehrenkodex, solange er darin so berechenbar bleibt. Übrigens Zeit, dass Sie dem Alten Ihre Aufwartung machen. Ludwig hat es eilig, seinen Nachfolger zu küren. Der Notartermin ist angesetzt. Aber er kann Sebastian nicht akzeptieren, wenn er erfährt, dass er sie mit diesen Fotos erpressen wollte. Die Frage ist, ob er sie als Nachfolger akzeptiert. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Leider ist Ihre Sorge auch meine Sorge. Oder muss ich Sie an unsere Abmachung erinnern? Mit Sicherheit nicht. Wenn Sie an der Macht sind, bekomme ich endlich... Ihre Modeklitsche, richtig. Nun gut. Dann werde ich jetzt mal meinen Teil unseres Plans erfüllen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Huch. Hi. Hi. Sag mal, du hast doch bestimmt noch ein paar Unterlagen vom Deutschkurs, oder? Die Leiden des jungen Werther. Wir müssen eine Interpretation vorbereiten. Schreib einfach depressiv und selbstmordgefährdet. Guter Tipp. Alles okay? Klar, ich schreibe gerade nur einen Songtext. Oh. Blockade? Du, von mir aus können wir auch tauschen. Ach, jetzt komm schon, du fährst nach Paris. Spätestens Ich fahr nicht nach Paris. Okay. Hat dir das Timo erzählt? Emilio. Ja, wahrscheinlich hat er auch schon bei meiner Mutter angerufen. Emilio? Nein, Timo. Keine Ahnung. Warum willst du nicht nach Paris? Ich will ja nach Paris, aber ich kann nicht. In den nächsten Wochen steht so unglaublich viel an. Die Veröffentlichung von meinem Song, Mediencoaching und Tanztraining und... Nur Timo, der checkt nicht, dass ich mich darauf konzentrieren muss. Jetzt ist er beleidigt. Was ist hier beleidigt, Emilio? Entspann dich doch mal, alte Pfeiflache. Das sind doch nur 3 Wochen und abgesehen davon bist du da auf einer Sprachreise. Du bist in Paris. Wie viel Zeit hättest du schon für Leonie? Darum geht's doch überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass Leo erst zusagt, alles super duper, schnicki schnack schön und dann auf einmal ist alles falsch. Und du stehst da wie so ein Vollidiot. Ja, aber Frauen sind wankelmütig. Das brauche ich dir doch nicht zu erklären. Man wird sich doch mal aufregen dürfen, oder? Ja, aber die Frage ist, ob es sich lohnt, sich aufzuregen. Leo ist Leo und wird Leo bleiben und sich nicht verbiegen lassen. Ganz ehrlich, du fliegst in ein paar Stunden, pack sie dir und sprich mit ihr. Oder willst du abhauen im Streit? Hm?
Der kriegt sich schon wieder ein. Ich mich aber nicht. Mann, jetzt will ich einen Song schreiben und denk immer nur an Timo und unseren blöden Streit. Ja, dann geht zu ihm. Ihr habt Sex, versöhnt euch. Du hast den Kopf frei und ja, klappt bei Emilio immer. Ich will keinen Sex, ich bin sauer auf ihn. Ja, dann schreib doch einen Song darüber. Hast du das gesehen? Das sah wirklich so aus, als hätte er mir zugewunken. Nein, er hat dir nicht zugewunken, aber als Papa darfst du das ruhig denken. Gott, ist der süß. Also ich trete jetzt euch mal in die Blase und dann reden wir noch mal über süß, ja? Du wusstest dass Hagen auch ein Schaukelpferd gerade baut für den Kleinen? Ja. Boah, ich hätte jetzt Bock auf einen Heidelbeershake. Oder Pommes. Ach, am liebsten gleich beides. Hi. Hey, was machst du denn hier? Blöde Frage. Und du, hattest du eine Oh, das ist auch eine blöde Frage. Ja. Ich wollte mich melden. Kein Problem, kein Problem. Ich habe selber gerade ganz viel zu tun. Dr. Mendes, bitte auf die Intensivstation. Dr. Mendes, bitte. Ja, ich muss da noch mal. Dr. Heininger, bitte zum Empfang. Ricardo. Ja? Ich würde gerne noch mal mit Ihnen reden wegen meinem Vater. Also. Ja, ich wollte gleich einen Blick auf die letzten Laborergebnisse werfen. Also wenn Sie warten wollen, dauert vielleicht eine halbe Stunde. Gern, danke. Ist ja echt ganz schön durch den Wind. Naja, kein Wunder, wenn man verknallt ist. Verknallt? In wen? Sebastian hat mir gesagt, wo ich dich finde. Aber es ist so kalt hier draußen. Die frische Luft tut mir gut. Ich fühle mich direkt etwas besser. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Dinge endlich geregelt sind. Auch nicht, Liebes. Entschuldige bitte. Na, komm. Es ist kalt. Lass uns reingehen. Ludwig. Ich habe so viel Angst vor dieser Operation. Brauchst du nicht zu haben, Liebes. Die Operation wird gut gehen. Und wenn nicht? Dann bleibt uns allen viel Leid erspart. Elisabeth. Elisabeth. Ich werde nicht sterben. Ich werde kämpfen. Ich werde diese Operation überleben. Ich werde alles tun, um bei dir zu bleiben. Hey, wir haben doch noch so viel vor. Danke. Danke. Depressiv und selbstmordgefährdend. Sometimes I wanna kill my boyfriend. Du willst Timo töten? Ja, das kenne ich. Böses Mädchen. Das ist doch gar kein echter Song. Wieso denn? Du nennst doch keine Namen. Was denn? Also ich finde es wirklich cool und witzig. Mir geht's jedenfalls jetzt viel besser. Vielen Dank für den Tipp. Gerne. Ja, und jetzt? Jetzt werde ich ein schönes Geschenk kaufen, zu Timo gehen. Wir haben Sex und versöhnen uns, bevor er nach Paris muss. Warte mal, ich komme mit. Ja, nur ein Geschenk aussuchen, natürlich. Und ich habe mich schon gefreut.
Leo? Leo? Sometimes I wanna kill my boyfriend. Letztendlich hängt alles von der Phase ab, in der die Körpertemperatur wieder angehoben wird. Ob der Organismus Ihres Vaters die Vitalfunktionen wieder selbst übernimmt oder eben nicht. Wie stehen seine Chancen? Die Konstitution Ihres Vaters ist kritisch. Deshalb habe ich ihm von dem Eingriff eigentlich abgeraten, aber Ihr Vater hat recht. Es ist seine einzige Chance. Was heißt das? In Zahlen? Sie werden von mir keine Zahlen hören. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, Frau Flahnstein. Eine Operation unter diesen Voraussetzungen ist die absolute Ausnahme. Es gibt keine Bezugspunkte, keine Vergleiche. Aber ich habe Spezialisten aus ganz Europa zusammengetrommelt und wir werden alles tun, um das Leben Ihres Vaters zu retten. Und Sie wissen, was Sie tun? Ja. Und Ihr Vater vertraut mir. Wie geht's dem kleinen Steven? Danke. Na, gut. Ein toller Junge. Sie kennen seinen Namen, Steven? Wir hatten schon öfter über Ultraschall das Vergnügen. Sie sind doch gar kein Gynäkologe. Gibt's ein Problem? Nein, mit Steven ist alles in bester Ordnung. Warum müssen Sie ihn dann untersuchen? Eigentlich habe ich nur einmal unsere Gynäkologin vertreten. Aber ich glaube, Jessie hat nach Möglichkeiten gesucht, um in meiner Nähe zu sein. Also es fing alles damit an, dass Ricky mir bei der Männersuche geholfen hat. Männersuche? Ja, im Internet, in diesem Dating-Portal. Und da kennt Ricky sich halt ganz gut aus. Dating-Portal? Sag mal, rede ich jetzt irgendwie undeutlich oder so? Ja, nee. Ich wusste nicht, dass du auf Männersuche bist. Jedenfalls habe ich dann gemerkt, dass Ricky eigentlich genau das ist, was ich gesucht habe. Er sieht gut aus, er hat Kohle, er ist ein echter Gentleman. Klingt pragmatisch. Ja, du, das Ganze hätte so perfekt werden können, wenn er sich nicht in mich verliebt hätte. Jessica will was von Ihnen? Ich habe den Eindruck, ja, sie sagt nein, aber sendet andere Signale. Und Sie? Nein. Also ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Aber mehr nicht. Jedenfalls ist mir dann klar geworden, dass ich eigentlich noch überhaupt gar nicht bereit bin für eine feste Beziehung. Dass ich ihn damit einfach nur verletze. Okay. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich nichts für ihn finde. Haben Sie ihr das gesagt? Ich habe es zumindest versucht. Ich weiß auch nicht. Ich denke, das muss die Schwangerschaft sein. Ich bin auf einmal emotional gereift. Hallo, Chef. Wo warst du? Unterwegs? Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Wofür denn? Wo ist Emma? Bei der Nanny. Hm. Tudu. Ein kleines Präsent für den zukünftigen alleinigen Geschäftsführer der Lahnstein Enterprises. Platin? Mhm. Unverwüstlich, so wie wir beide. Für den Notartermin heute Abend. Sollen die mir Glück bringen? Brauchst ja nicht. Du hast hart dafür gekämpft, Ludwigs Nachfolge anzutreten. Ich bin ziemlich stolz auf dich. Was macht denn eigentlich Clarissa? Ja, die wird sich schon melden. Was hat sie für eine andere Wahl? Okay, irgendwie hast du recht. Wir sollten vielleicht Clarissa vergessen. Und nach der notariellen Beglaubigung ein feierliches Abendessen mit der ganzen Familie. Gut, dann werde ich das mit den Kindern und mit Frau Linse besprechen. Ach, übrigens, Charlie hat mehrfach angerufen. Sie denkt an dich und lässt dich ganz lieb grüßen. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Gräfin Anstetten wünscht Sie zu sprechen. Diese Frau ist eine Plage. Es ist wichtig.
Das bezweifle ich. Ich mach das schon. Ich finde Frau Linse sicher in der Küche, nicht wahr, Justus? Du siehst schlecht aus. Und was macht deine Gesundheit? Man hört ja ganz furchtbare Dinge. Ich weiß, es muss zynisch für dich wirken, aber was soll ich denn tun, nachdem deine Schwiegertochter mich so pressewirksam abserviert hat? Du hättest es richtig stellen können, statt dich als sterbenskrank auszugeben. Es hatte den nötigen Effekt. Was willst du? Ich werde erpresst. Dein Kleinkrieg mit Tanja interessiert mich nicht. Nein, nein, es geht hier nicht um Tanja. Es geht um deinen Sohn, Sebastian. Es gibt Fotos von mir mit einem Mann, mit einem Model. Bekannte Fotos, auf die ich nicht stolz bin. Jedenfalls hatte sie mir entwendet und droht damit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Warum sollte er das tun? Weil Tanja es will, was weiß ich. Jedenfalls verlangt er, dass ich mich aus Linie CL zurückziehe und die Namensrechte abgebe. Er will mich ruinieren. Er will sogar meine Enkel mit in die Sache hineinziehen. Geht man so mit einem Geschäftspartner um? Pfeif deinen Sohn zurück. Sonst gehe ich zur Polizei. Was bezweckst du mit dieser Geschichte? Du glaubst mir nicht. Das klingt nicht nach Sebastian. Klingt das vielleicht nach Sebastian? Kommt Ihnen bekannt vor? Woher haben Sie diesen Umschlag? Die Frage ist vielmehr, was ich damit vorhabe. Wäre es nicht ein Jammer, wenn Ihre Enkel morgen in allen Zeitungen das hier sehen müssten? Sie können mich nicht erpressen. Doch, ich denke, das kann ich. Entschuldige mich mal kurz. Habt ihr euch gut unterhalten? Über Dr. Mendes? Auch. Macht sie sich große Hoffnung? Worauf? Dass aus den beiden was wird. Jessica hat Dr. Mendes gerade abgeschossen, weil er sich in sie verliebt hat. Mendes will nichts von Jessica. Er glaubt, dass sie sich in ihn verliebt hat. Jessica muss sich wohl heftigst an den Rand geschmissen haben. Oh Gott, die Arme, die ist völlig auf dem falschen Dampfer. Ja, wir haben sie in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt. Hey, vielleicht sollten wir mal mit ihr reden, nicht, dass sie sich weiter reinsteigert. Ja. Ihr seid echt zu beneiden jetzt bei Turteltauben. Ich weiß gar nicht, was nerviger ist, das ständige Pinkeln oder das Sodbrennen. Hattest du nicht gesagt, der Termin mit dem Notar ist in 2 Stunden? Das stimmt, aber ich dachte, wir unterhalten uns von Mann zu Mann. Ganz offen, setz dich. Na gut, aber haben wir das nicht gerade? Ja. Aber warst du da auch offen zu mir? Ich hatte das Gefühl, dir liegt etwas auf der Seele. Ja, natürlich. Da kommt einiges zusammen im Moment. Tristan, der Brand. Halt Alleingang, nicht zuletzt deine Operation. Was es auch ist, es wird diesen Raum nicht verlassen. Es gibt nichts. Du brauchst mich nicht zu schonen. Was willst du von mir? Wäre es nicht ein Jammer, wenn Ihre Enkel morgen in allen Zeitungen das hier sehen müssten? Sie können mich nicht erpressen. Hat Ricardo dir eigentlich gesagt, dass er in dich verliebt ist? Keine Ahnung, sowas spürt doch eine Frau. Können wir jetzt eigentlich mal über was anderes reden? Wie hat er denn reagiert? Also ich meine, als du ihm gesagt hast, dass du nicht in ihn verliebt bist. Ich weiß nicht, ich bin ja dann abgehauen. Jessica. Ricardo ist überhaupt nicht verliebt in dich. Er hat mit Hagen gesprochen. Das ist alles ein Riesenmissverständnis. Das könntet ihr mit einem Gespräch aus der Welt schaffen. Und da sagt man immer, Blondinen sind dumm. Dana.
Natürlich hat er das Hagen gegenüber abgestritten. Das ist der männliche Stolz. Das hat ihn richtig schlimm erwischt. Der Arme. Also ich gehe duschen und du suchst das Buch. Du, ich hab's schon. Ey, Timos Klamotten sind weg. Der Idiot war hier und hat seine Sachen geholt. Leo, da ist ein Zettel. Lies vor. Mein Englisch ist besser als mein Französisch. Shit. Wahrscheinlich hat sie jetzt gerade erst mal eine Nachricht gelesen. Ne? Leute, wir müssen los, wenn wir es doch schaffen wollen. So. Sanchez? Viel Glück. Na los, worauf wartest du? Dieser bescheuerte Song. Was muss er denn jetzt von mir denken? Dass du ihn hast. Ich muss ihn suchen. Ich will ihn ans Telefon haben. Hätte ich doch nie diesen bescheuerten Songtext geschrieben. Emilio weiß bestimmt, wo Timo ist. Ich weiß, wo Emilio steckt. Los, komm. Ricardo? Ich wollte dir was geben. Für die OP morgen. Ein Glücksbringer. Mein Glücksbringer. Damit habe ich meinen ersten Entwurf in New York geschneidert. Naja, niemand hat daran geglaubt, aber es war ein Erfolg. Ja, und jetzt wollte ich fragen, ob du den vielleicht bei dir haben kannst, bei der OP. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Für meinen Vater. Danke. Jessie möchte sich mit mir treffen. Hast du sie inzwischen aufgeklärt? Sie hat mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Muss es wohl noch mal versuchen. Du schaffst das schon. Ich rede von der Erpressung. Jemand muss dieser Frau Einhalt gebieten. Ich konnte sie gerade noch davon überzeugen, dass sie nicht sofort zur Polizei rennt. Das wagt sie nicht. Was ist los mit dir? Hat Tanja dich dazu angestiftet? Nein, das war allein meine Entscheidung. Ich habe eine Möglichkeit gesehen, Clarissa von Anstetten loszuwerden, und ich habe sie im Sinne der Firma und der Familie genutzt. Das bist du nicht, Sebastian. So kenne ich dich nicht. Vater, diese Frau torpediert LCL systematisch. Sie hält sich nicht an Abmachungen. Sie trifft weitreichende Entscheidungen ohne Rücksprache. Von denen sich deine Frau provoziert fühlt. Die der Firma aber Gewinn bringen. Sagt wer? Clarissa? Und das glaubst du jetzt so einfach? Woher sollen wir denn wissen, wie es anders gelaufen wäre, wenn sie die Kollektion nicht an sich gerissen hätte? Und bitte tu jetzt nicht so, als ob du Clarissa von Anstetten noch nie loswerden wolltest. Ach, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass es Grenzen gibt. Moralische und juristische. Und das solltest du als Anwalt gerade wissen. Sagt ausgerechnet der Mann, der Tristan davon abhält, sich der Polizei zu stellen. Das ist etwas ganz anderes. Ja, natürlich. Da geht's ja auch um dich und um deine Interessen. Aber hier geht's um meine Familie, um meine Frau. Ich kann nicht glauben, dass du so kurz vor der Übernahme des Firmensitzes alles riskierst. Ich muss nachdenken, lass mich allein. Weißt du, wo Timo ist? Auf dem Weg nach Paris zu seiner Sprachschule. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Eben. Was hat er denn gesagt? Ist er noch sauer auf mich? Ach, über dich? Wir haben gar nicht über dich gesprochen. Okay, zum Flughafen ist er, oder? Da ist er mit dem Taxi gefahren.
Sag mal, habt ihr euch gestritten? Gut, 4 Wochen sind eine lange Zeit. Der kriegt sich bestimmt wieder ein. Emilio, jetzt guck mich an. Okay, er ist auf dem Weg zum Busbahnhof. Und wenn wir uns beeilen, schaffen wir das noch. Busbahnhof, Busbahnhof. Ich zahl nicht. Geh doch, Olli. Geh doch, Olli. Hallo. Komm doch rein. Möchtest du was trinken? Oh nee, lieber nicht, sonst muss ich nur wieder pinkeln. Es ist voll... Was ich sagen wollte. Ich zuerst. Ich will, dass du weißt, dass du ein ganz, ganz toller Mann bist. Ich bin gleich wieder da. Echt, du bist ein richtiger Traumtyp. Du bist muskulös, aber nicht zu doll. Du hast einen schnuckligen Hintern. Jessie. Und du bist bescheiden. Ja, und aufrecht. Gut, du hast jetzt vielleicht nicht immer Sinn für Humor. Es tut mir leid. Ich bin manchmal so unsensibel. Ricky, ich wollte dich nicht verletzen. Schon gut, also... Nein, ich hätte dir das nicht einfach so vor die Füße knallen dürfen. Also ich finde mich gar nicht so humorlos. Du brauchst natürlich Zeit, um über das Ganze erstmal hinwegzukommen. Dass ich deiner Meinung nach keinen Humor habe? Ricky, ich kann momentan einfach keine ernsthafte, feste Beziehung führen oder ehrliche Gefühle aufbauen. Und das hat aber wirklich überhaupt nichts mit dir zu tun. Moment, also, worüber reden wir hier eigentlich? Dass du dich offensichtlich in mich verliebt hast. Ich? Mich in dich? Ricky, das liegt doch auf der Hand. Das kann ich nicht glauben. Ich habe es auf Band. Ich brauche jetzt einen Drink. Ludwig, bitte. Das ist nicht mein Sohn. Für einen Moment hatte ich Sorge um Ludwig. Er sah so schwach aus. Ich weiß, wie viel er Ihnen bedeutet, gerade jetzt, wo er seine Nachfolge korrigieren soll. Falls er das tut, würde ich mich nicht wundern, wenn er die Operation überlebt. Ich muss los. Der Termin mit dem Notar. Hoffentlich haben Sie sich nicht verrechnet. Ja, das hoffe ich auch. Kaiser oder nichts. Diese Erpressung sieht Tanja ähnlich, nicht Sebastian. Was es nicht wirklich besser macht. Ich bin nicht sicher, ob er der Aufgabe gewachsen ist. Du willst seine Entscheidung rückgängig machen. Ich muss die Familie und die Firma in guten Händen wissen, bevor ich in den OP-Saal geschoben werde. Was heißt das genau? Er hat gesagt, dass er nachdenken muss. Sebastian, das war von Anfang an Ihr Plan. Was soll das heißen? Wieso hatte sie diese Aufnahme von dir? Was weiß ich, sie hat einfach schnell geschaltet und ihr Telefon mitschneiden lassen. Nein, das glaube ich nicht so spontan. Sie konnte doch gar nicht wissen, dass ich sie erpressen würde. Ich wusste es ja selbst nicht, wie sie es gemacht habe. Nein, aber vielleicht, dass ich sie erpresse. Clarissa wollte also verhindern, dass ich Ludwigs Posten einnehme, weil sie genau weiß, dass sie dann geliefert. Ja, die Tat einer Verzweifelten. Aber hey, was denkt sie eigentlich, was Ludwig für eine Alternative hat? Hagen ist der Aufgabe nicht gewachsen, genauso wenig wie Rebecca. Und es tut mir leid, aber Tristan ist ein absoluter Psycho. Elisabeth hat bereits versagt und Ansgar, also Ludwig wird ja wohl kaum den Verstand verloren haben. Sebastian, du bist der Einzige, der die Familie und die Firma leiten kann und das weiß er. Glaub an dich, so wie ich.
kommt denn dafür in Frage? Sebastian ist dein Nachfolger. Du denkst, ich habe mich in dich verliebt und ich denke, du dich in mich. Ist doch verrückt, oder? Und in dem Glauben laufen wir auch noch tagelang aneinander vorbei. Und ja, liebe Jessie, bitte lass uns gute Freunde bleiben. Freunde. Wo wir das geklärt haben, können wir endlich zusammen in die Kiste steigen. Timo? Timo? Hi. Dachtest du wirklich, ich würde einfach so abhauen, ohne dir Tschüss zu sagen? Hm? Das war ein abgekartetes Spiel. Oh, unser Stichwort. Also, viel Spaß. Also, ich würde sagen, Strafe muss sein, oder? Der Songtext war überhaupt nicht so ernst gemeint. Ach so. Der war gar nicht ernst gemeint? Nee. Wüsste ich doch. Sonst hätte ich ja schon längst ein Messer im Rücken. Manchmal, da könnte ich dich Was denn, umbringen? Verhauen? küssen. Ja, ich atme dich. Ja, ich brenne für dich. Und ja, ich lebe für dich. Jeden Tag. Und ja, du spiegelst mich. Und ja, ich schwöre auf dich und jede meiner Fasern sagt ja. Ja zu jedem Tag mit dir. Ja zu jedem deiner Fehler. Asche und Gold. Ich trag alles mit dir. Denn ich bin und bleib verloren in deiner Mitte. In deiner Mitte. Bist du voll fest. Und ja, ich atme dich. Ja, ich brenne für dich. Und ja, ich lebe für dich. Jeden Tag. Und ja, ich liebe dich. Und ja, ich schwöre auf dich und jede meiner Fasern sagt ja. Du hast mit Ricardo geredet? Du hast mit Dana geredet? Ja, wir haben alles geklärt und sind jetzt Freunde. Einfach so. Ohne Missverständnisse, Katastrophen, Dramen. Genau. Ja, das freut mich, ehrlich. Und was machst du da? Muss noch ein bisschen mal im Profil rumschrauben. Für das Datingportal. Ich dachte, du hast es dir anders überlegt, weil du dich nie wieder verlieben willst, das sowieso noch zu früh ist. Wer sagt denn, dass ich jetzt was Ernsthaftes suche? Beruf, Model. Mit Speck fängt man die Mäuschen. Hey, was geht denn hier ab? Was ist das denn? Das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Kennst du diese Typen? Noch nie gesehen. Meine Güte, was für Leute hier auf der Straße. Ella oder Mann. Das ist aber auch. Eine Prinzessin. Ja. Es sind ja auch nur 4 Wochen. Hoffentlich erkenne ich dich wieder. Ja, das wäre ein ganz schönes Ding, wenn nicht, oder? Telefonieren wir? Jeden Abend. Jeden Abend? Jeden zweiten.
song from underneath the rubble. Sing a rebel song. Don't wanna see another generation drop. I'd rather be a comma than a full stop. Maybe I'm in the black. Maybe I'm on my knees. Maybe I'm in the gap between the two trapezes. But my heart is beating and my pulse is starting. Cathedrals in my heart, a sweet song. What is life? I swear you, it looks beginning to tell me it's alright. A sweet song. Every sound is a symphony, and every tear's a waterfall. It's a waterfall. It's a waterfall. It's a waterfall. Every teardrop, it's a waterfall. So you can't hurt. Okay, es war vielleicht nicht die klügste Entscheidung, so gegen Clarissa vorzugehen. Aber sie ist eine Gefahr, die immer akuter wird. Ich sehe eine ganz andere Gefahr, Sebastian. Und das ist der Einfluss Tanjas auf dich. Diese Erpressung trägt ihre Handschrift. Du sagst, du handelst für die Familie, aber das tust du nicht. Du handelst für Tanja und Tanja ist die Familie völlig egal. Wie war denn das damals, als sie aus Dubai zurückkam und mit ihrer Stimme dafür gesorgt hat, dass Hagen das Gremium verließ? Nur um sich an dir zu rächen. Weil du nichts gegen Clarissa unternommen hast. Ich habe das mit ihr geklärt. Geklärt? Die Frau hat dich um den Finger gewickelt. Sie hat dich mit ihrem Biss gelähmt wie eine Schlange. Geht's vielleicht noch ein bisschen dicker? Wenn es um Tanja geht, bist du blind! Was willst du mir sagen? Ich will, dass du mein Nachfolger wirst, Sebastian. Aber ohne sie. Wenn du diesen Posten haben willst, musst du dich von Tanja trennen.